Pirate Papers. Hallo! Die heutigen Themen: lohnende Ziele, Überwachungssatelliten und Schmuggeln von Drogen. Lohnende Ziele. Abseits von Erpressungen kann mittlerweile jeder Spieler beraubt werden. Ein Transfer von Gegenständen und Waren ist nur mit physikalisiertem Inventar möglich. Das bedeutet zum Beispiel, Händlertransporte, die noch nicht physikalisiertes Inventar darstellen, erzeugen kleine Kisten, sollte das beladene Raumschiff zerstört werden. Leider kommt es dabei immer wieder zu Clipping durch Mondoberflächen dieser kleinen Kisten. Anders verhält es sich mit der Prospektor oder der Mole. Hier werden den Piraten keinerlei geschürften Mineralien oder Materialien als Beute angeboten. Bei den Minern erzeugt aktuell nur der Rock eine Kiste mit den geschürften Elementen. Daher rate ich dazu, Rockfahrzeuge zeitnah zu zerstören, um Beute einzusammeln. Sollte sich der Rockminer im unwahrscheinlichen Fall zugänglich zeigen, kann natürlich verhandelt werden. Weiterhin werden mittlerweile kleine und große Kisten mit dem Hab und Gut des Piloten und Schiffsinventars gespawnt, sollte das Schiff des Gegenübers zerstört werden. Es lohnt sich also, die Explosionsstelle gut im Auge zu behalten. Für den Abtransport von großen Kisten benötigt man im Übrigen einen Traktorstrahl. Ergo sind Prospektoren und Moles, wie auch andere Schiffe, nur wegen des Inventars der Besatzung interessant, nicht aber wegen der geschürften Mineralien. Allerdings können sich hier auch sehr wertvolle Güter befinden. UEE-Überwachungssatelliten. Das Abschalten von Überwachungssatelliten, um einem Crimestar zu entgehen, ist mittlerweile mit hohen Gefahren verbunden, seit die Geschütze ordentlich funktionieren und reichlich Schaden machen. Es hat sich gezeigt, dass man mit einem Hoverbike wie der Drake Dragonfly oder der Aopoa Nox gut an die Station die letzten etwa 20 Kilometer herankommt und mit dem Gefährt in die Wartungsöffnung hineinfliegen kann, wo man dann vor dem Beschuss geschützt ist. Ein Crimestat gibt die bloße Anwesenheit nicht, jedoch das Abschalten der Vorrichtung mittels Hacking-Stick. Wir warten weiterhin auf das Hacking-Minigame, welches den Hacking-Vorgang interessant gestalten dürfte. Schmuggel von Drogen. Die Möglichkeit, illegale Drogen zu handeln, ist immer noch sehr unlukrativ und frustrierend. Es ist niemandem dazu zu raten, der sich zu regulären Spielzeiten im Spiel bewegt, illegale Güter zu befördern. Der Einkauf ist meist kein Problem, und hier beginnen die Schwierigkeiten, denn die Waren werden entweder zeitweise nirgendwo angekauft, die Abnahmemengen sind winzig und die Rate, mit der die Nachfrage aktualisiert wird, ist lächerlich. Mein Tipp: Finger weg von den Drogen, bis sich das lohnt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Das war's von mir. Ich bin der Gux. Ich bin raus.